Im April 24 haben mein Freund Jan und ich uns entschieden, eine monatelange Abenteuerreise nach Afrika zu machen. Dann standen wir vor der Frage, mit welchem Auto? Was macht für uns Sinn? Ganz klar war, dass wir unsere 2 Hunde mitnehmen werden. Das bedeutet aber auch, dass sie ziemlich viel Platz benötigen werden, da James, ein 47 Kilo schwerer Rhodesian Ridgeback, und Dana, eine 56 Kilo schwere deutsche Dogge, doch einiges an Platz beanspruchen. Schließlich sollen sie sich ja auch wohlfühlen. Nach ca. 2 Monaten der Recherche sind wir immer wieder auf den Land Rover Defender 110 gestoßen mit TDI 300 Motor. Ein 27 Jahre altes Auto, ohne Rückwärtskamera, ohne Zentralverriegelung, ohne Klimaanlage, ohne Elektronik, welche in Afrika eher schwierig zu reparieren wäre. Ende August konnten wir es dann endlich abholen, was ein ziemlich sportlicher Plan war, da wir Anfang September 24 losfahren wollten. Der Schnorchel, der Dachträger und Unterbodenschutz waren schon montiert, ebenso der passende Reifenaufsatz für die abenteuerlichen Straßen in Afrika. Wir dachten, ja easy, die paar anderen Sachen bekommen wir sicher in 2 Wochen selbst erledigt. Gestartet haben wir erstmal mit dem Ausbau der Rücksitze und der Rückbank, um Platz zu schaffen. Klare Priorität hatte der Platz für unsere 2 Hunde. Schließlich sollten die sich wohlfühlen und gern mit uns mitreisen. Dafür haben wir Stahlbleche mit mehreren Stahlwinkeln montiert. Der zweite Schritt war die Installation des Hubdaches, bei der wir auf professionelle Hilfe angewiesen waren. Nach einem Tag war das dann schon erledigt. Da wir auch arbeiten müssen, mussten wir schauen, wie wir den riesigen PC und den Bildschirm unterbringen. Die andere Herausforderung war, der riesige 90 Liter Kühlschrank und die mobile Klimaanlage richtig unterzubringen. Dank der riesigen Unterstützung von unserer Freundin und Allround-Profi Gigi konnten wir diese große Aufgabe innerhalb von 7 Tagen erledigen. Außen am Auto haben wir unsere eigenen Halterungen gebaut, geschweißt und schwarz lackiert. Für die Klimaanlage haben wir einen individuell geschweißten Tisch mit Ecken, sodass es nicht verrutschen kann, mit einem Spannset gesichert. Gleichzeitig haben wir unter dem Tisch noch Platz für unseren Druckluftkompressor und die Flüssigkeiten für das Auto. Öl, Kühlmittel, Filter etc. Für die trockenen Essensvorräte wie Pasta, Reis und Gewürze nutzen wir die Fläche unter den Hunden. Daneben findet der Campingtisch und die 2 Stühle ihren Platz. An der hinteren Tür haben wir unseren Schwenkgrill verstaut, die Stangen dazu befinden sich in den Rohren außen am Auto. Im Koffer befinden sich all unsere Kochutensilien, wie der Gaskocher, Geschirr und Kaffeemaschine. Wir haben einen 20 Liter Wasserkanister mit Filtersystem, damit wir überall Trinkwasser generieren können. Der riesige Kühlschrank wurde mit Winkeln und 2 Spannsets festgemacht. Wir haben auch darunter noch Stauraum geschaffen. Der PC hat auch aus Stahl seinen eigenen angepassten Tisch mit Ecken bekommen und wird mit 2 Spannsets gehalten. Der Platz unter dem PC wird für unseren mobilen Drucker genutzt. Der Bildschirm zum PC haben wir an seiner ursprünglichen Halterung gelassen und mittels Winkel und Nieten am ursprünglichen Gurthalter vom Auto befestigt. So, einige von euch haben sich sicherlich gefragt, wie ich das mache mit den Erschütterungen, weil die Grafikkarte, die hängt ja im Gehäuse drin. Und da gibt es einen simplen, guten Trick. Scheißpapierrollen. Die kannst du einfach hier reinlegen und zwischen Grafikkarte und den PC klemmen. Und es funktioniert. Natürlich während des Gamings werden die rausgenommen. Das ist wirklich nur für den Transport. Also so bescheuert bin ich ja dann doch nicht. Als strategisch besten Standort für unsere ganze zusätzliche Elektronik haben wir die Batterie unter dem Bildschirm mittels Spanngurt befestigt. Die 2 Solarpaneele auf dem Dach haben 800 Watt und laden die 2000 Watt Batterie in ca. 2 bis 3 Stunden während der Autofahrt auf. Das reicht uns für 2 Laptops,
Starlink. Kühlschrank. Handys. Kamera. LED-Lichter. Und Klimaanlage. Über Nacht schalten wir den Kühlschrank aus. Das ist aber auch schon alles an Energiemanagement, was wir betreiben müssen, um am nächsten Morgen noch genug Strom für das Internet zu haben. Normalerweise nutzt man für Overlanding 200 Watt, nicht mehr. Nun, ganz einfach. Der Starlink, der läuft permanent und zieht in etwa 30 bis 45 Watt. Dann haben wir einen ziemlich großen Kühlschrank und wenn der dann mal angeht, zieht er etwa 120 Watt. Natürlich nicht für eine Stunde. Außerdem sind wir so gut gerüstet, wenn es mal schlecht Wetter sein sollte. Also wenn es bewölkt ist oder wenn es regnet, kommt halt trotzdem mehr Strom rein, als wenn ich nur 200 Watt auf dem Dach habe. Und das ist eigentlich der Grund, dass wir gesagt haben, wir nutzen die komplette Fläche des Daches, um halt auf der sicheren Seite zu sein. Es mag übertrieben sein, aber für uns ist es perfekt so. Den Starlink haben wir eine extra Halterung geschweißt, die sich im Alltag gut bewährt hat. Wir haben das Starlink-Internet vor allem für unsere Arbeit von unterwegs. Das kostet uns aktuell 72 Franken pro Monat. Das Starlink-Gerät selber hat uns 399 Franken gekostet. Wichtig ist für uns vor allem die Download-Rate, damit wir das Videomaterial schnell runterladen können und dementsprechend bearbeiten. Das Gute daran ist, dass es auch während der Fahrt super funktioniert. Am Anfang hatten wir das Starlink-Gerät noch hinten am Auto montiert. Mittlerweile haben wir es vorne montiert am Auto, aus Sicherheitsgründen, damit wir es immer im Auge haben und es nicht gestohlen werden kann so einfach. Und wegen den holprigen Straßen haben wir die Hoffnung, dass das noch besser wird. Alles in allem haben wir bis jetzt unser Auto sicher 30 Mal umgeräumt und umsortiert. Es gab jeden Tag wieder etwas zu optimieren. Mit dem Aufwand haben wir uns aber gefühlt wirklich mehr Raum geschaffen. Von daher, es lohnt sich, diese Überlegungen und Aufräumaktionen zu machen. Das Reisen mit dem Defender hat natürlich auch einiges an Kosten verursacht. Für den Defender selbst haben wir 39.000 Franken bezahlt. Dazu kommt das Hubdach mit 4.500 plus den Einbau vom Profi. Die 4 Dieselkanister haben mit 140 Franken zugeschlagen, plus die kleinen Halterungen am selbstgemachten Gestänge. Der Kompressorkühlschrank hat uns 450 Franken gekostet, die mobile Klimaanlage 950 Franken, die Batterie 1250 Franken, die 2 Solarpaneele 400 Franken, das Garmin-Navigationsgerät 500 Franken und der Wasserkanister mit Filterset 300 Franken. Da wundert es nicht, dass wir versucht haben, so viel es uns möglich war, selbst zu machen. Alles in allem haben wir ein richtig cooles Auto, welches uns bis auf einen kleinen Wasserschaden nicht im Stich gelassen hat.